Der Bürstner Elegance i910G. Wie Gustav. Ja, er steht vor mir und es ist ein echtes Schiff. Ja, 910 klingt schon wie über 9 Meter, könnte auch so sein. Doppelachser, Mercedes-Benz Sprinter. Das ist die Basis. Und wir schauen uns gleich mal das Fahrzeug an. Es ist der wahrscheinlich größte Bürstner, den ich je gesehen habe in meinem Leben. Denn er ist unglaublich schön und total beeindruckend. Also ich bin richtig geflasht, als ich ihn gesehen habe eben. Habe ich mir gedacht, komm, du musst ja mal einen Schlüssel besorgen, denn das Ding hat es wirklich in sich. Sowohl innen als auch außen. Er ist Silber, geht also damit schon in die Richtung Karthago und Co. Und er hat ein ganz, ganz tolles Innenleben, das wir uns gleich mal angucken. Schwarze Markise da, das Ganze ist natürlich beleuchtet. Außengasanschluss, TV-Anschluss außen, jede Menge Stauraum, den wir uns mal angucken können. Also auch hier ein Doppelboden, der von vorn bis hinten durchladbar ist, wie man das so kennt. Und natürlich der Traglast geschuldet ein Doppelachser, ein Tandemachser. Und so sieht er von der Seite aus. Ich kriege ihn gar nicht ganz aufs Bild drauf, weil er ein bisschen eingeparkt ist hier. Aber es ist ein Riesengerät. Voll integriert. Von Bürstner Elegance heißt er. Und sieht von hinten so aus. Haha. Also ganz reduziertes Design. Der Mercedes-Stern natürlich hinten drauf. Darf nicht fehlen. Er steht übrigens neben dem Bürstner Argos A747-2G, den ich eben ausführlich gefilmt habe. Der wahrscheinlich größte und höchste Bürstner, den ich hier gefilmt habe. Sie stehen nebeneinander und sie haben es auch verdient, wirklich intensiv noch vorgestellt zu werden, denn es sind echte Raumschiffe. Und auch innen mit einem ganz interessanten Design. Wir machen mal auf, das ist die Heckgarage. Riesig. Also auf die steht den ganz großen Modellen in nichts nach. Und auch hier habe ich eine ganz niedrige Ladekante und viel Stauraum. So. Das Ganze auf beiden Seiten. Und wirklich groß. Das ist übrigens die zentrale Verschlusseinheit. So ist die ausgeführt. Er sieht schon sehr vertrauenserweckend aus. Hier oben ist die Lampe. Auch die ist mit LED-Touch einfach zu betätigen. Komm, wir gehen mal rein. Boah, ist das ein Gerät. Elegance steht drauf. Cool. So. Tür, ich habe mal alles innen angemacht, hängt am Stromnetz dran. Schon mal eine ultra breite Aufbautür, also ziemlich die breiteste, die ich je gesehen habe. Mit diesem Teil in der Mitte, bei dem ich immer noch erfahren werde, was das damit auf sich hat. Ich weiß es immer noch nicht, aber ich habe einfach vergessen zu fragen. Bestimmt was ganz Wichtiges oder was ganz Unwichtiges. Ihr könnt es in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr es wisst. So, und dann natürlich überall den Zugang zum Doppelboden. Hier habe ich, mal gucken, Sekunde. Ah ja, jetzt weiß Schuhfach. Das ist hier drücken. Aber man muss auch sagen, das hier ist so designt, dass du zunächst mal nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Das, was natürlich drückt, es liegt auf der Hand. Jetzt habe ich das ganze Auto, bin ich schon abgegangen, aber das habe ich vergessen auszuprobieren. Ja, wenn man jetzt mal so reinblickt, das ist so das erste Gefühl, was man kriegt, wenn man hier schaut. Ja, ist denn das noch ein Bürstner? Ja, ist es, aber es ist der Bürstner der Superlative. Zumindest finde ich das so. Richtig cooles Teil. So, Doppelboden. Mal kurz mal schauen. Der ist komplett zugänglich hier. Elektroblock, Aufbaubatterien, die da sind. Auch hier habe ich Zugang dann zum Doppelboden. Hier ist die alte 3020 drin.
Fußbodenheizung, also beziehungsweise im Doppelboden macht den Doppelboden warm und jetzt sieht man natürlich schon mal direkt, wie ist das Ganze aufgeteilt. Wir haben eine Face-to-Face-Sitzgruppe hier, also eine gegenüberliegende Sitzgruppe mit einem großen Sofa auf der linken Seite. Auf der rechten Seite ein kleineres Sofa, was aber auch noch recht groß ist. Und dann, wie man das so kennt, hier diesen Tisch in der Mitte. Das sind die technischen Daten der Elegance i910G. Wie hier steht, 147.830 Euro. Und das ist schon natürlich jede Menge Geld, aber dafür haben wir einen 417er CDI mit 170 PS Automatikgetriebe. Wir haben ein voll integriertes Fahrzeug, wirklich ja was richtig Tolles. Und ja, Winterpaket mit drin, eine Sonnenmarkise mit 6 Meter Breite und eine Klimaanlage von Teleco Silent, eine 8400H mit 2460 Watt. Ein Soundsystem, Premium und. Also das Ding ist richtig voll. Also wir schauen uns das mal an. Also Bürstner, hier vorne ist das Logo, wenn man ins einsteigt, es auf und zu macht, dann leuchtet dieses Bürstner-Logo. Ich gucke mal nach, ob ich das hinkriege. Jetzt habe ich es aufgemacht. Ja, da vorne sieht man es. Bürstner leuchtet. Und wenn man zumacht, geht's aus. Na, geh aus. Ah, jetzt geht's aus. Wird's gedimmt. So. Dann habe ich hier nochmal eine Fahrerhaustür. Die ist mit elektrischem Fensterheber versehen. Also Integration immer mehr Mercedes-Benz, die jetzt kommen. Verdunklungssystem ist an der Seite integriert. Hier habe ich ein richtiges Rollo, was ich elektrisch rauf und runter fahre. Und auch hier ein Verdunklungssystem. Das ist das Cockpit. M-Book-System darf natürlich nicht fehlen. Mit Rückfahrkamera und. Und auch hier die Integration der Seiten. Wirklich schön gemacht, also mit großen Ablageflächen, sodass, wenn ich die Sitze gedreht habe, die auch nutzen kann. Im Fahrerraum 2 große Soundsysteme, also Soundsysteme haben sie eben schon mal gesagt, ist sie erweitert. Das sieht doch ordentlich aus. Und so sieht das Ganze aus im Moment, wenn man reinschaut. Wir gucken mal gerade bis hinten hindurch. Ja, Längsbetten und ein Hubbett, also richtig viel Platz. Die Schränke sind natürlich cool. Komme ich ja gar nicht drüber weg, über diese... Gut, alles ist klamm. Wir haben ja im Fahrzeug 7 Grad gerade. Wenn ihr mich sehen könntet, wie ich aussehe. Ich bin komplett eingemullt, eingepackt. So, das Hubbett ist schon mal entriegelt. Wir haben also 2 Entriegelungen hier. Wir fahren es mal runter. Das Ganze ist elektrisch. Können es wahrscheinlich nicht ganz runterfahren. Wir werden es aber gleich erfahren. Denn hier drunter ist nämlich noch die Sitze. Aber sollten sie es hinbekommen haben? Nee, so es langt. Also das ist jetzt das Hubbett. Das schätzungsweise 1,60 Meter mal 2 Meter hat. Also mehr als ausreichend für 2 Personen. Auch hier kann ich sehr bequem natürlich auch einsteigen. Kommen noch ein gutes Stück tiefer, sodass der Einstieg sehr bequem ist. Und fahre das Ganze nochmal hoch. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser, so die Ausmaße vom Hubbett. Und nochmal hoch. Gleitet auf diesen Bändern nach oben. Aber ich muss hier gar nicht viel machen, nur hier draufdrücken. Irgendwie ist immer der gleiche Hersteller, der das macht. So, wenn ich hier fahre, muss ich wahrscheinlich hier oben einmal locken. Das war's. So, spätestens jetzt hat mich gerade die Elektrik verlassen. Warum auch immer. Ja, machen wir weiter. Also es ist nicht so schlimm. Wahrscheinlich hat sich jetzt gerade die Sicherung ausgeklingt. Ja, hier vorne habe ich dann Induktionskochfeld mit drin von Tedford plus Gas, also ein Induktionskochfeld plus Gas. Habe dann zusätzlich nochmal hier eine große
High-End-Spüle. Hier vorne ist dann jede Menge Schränke oben drüber. Und ja, auch noch Licht hier. Habe ich Hekis. Hier ist die Telea Klimaanlage mit drin. Der Dometic, der sich in beiden Seiten auch öffnen lässt. Der Kühlschrank, das ist der Vorteil von einem großen Licht, was ich immer mit dabei habe. Und ja, die Küche allein ist schon ultra stylisch, wenn ich das Ganze sehe. Jetzt leider ohne Ambientebeleuchtung, aber ihr könnt euch das vorstellen. Ich gebe euch mal ein bisschen mehr Licht. Jawohl. Sag mal ein bisschen mehr Raumlicht hier. Können das Ganze ein bisschen besser sehen. So, Küche. Die Schränke komplett eben. Das ist also auch ziemlich cool. Dann auch hier so ein goldfarbenes Design, was drin ist. Auch da wahrscheinlich wieder, wo die Leute sagen, was haben die ich damals vorher gedacht? Aber jetzt total schick. Ist ja immer so eine Zeitsache in Braun mit braunen Applikationen und Remis-Verdunklungen. Die hier da sind. Das Sofa ist cool. Also das Sofa macht Spaß. Ich will liebsten gern draufsetzen, wenn es nicht gerade 8 Grad wären. Hier drin. Was habe ich hier? Ein Weinfach. Und dann hier drunter noch ein großes Staufach, das ich nutzen kann. Überall Schränke. Krass. Wie zu Hause. Von der Tiefe her. Und auch die anderen Schränke sehr tief. Mit 2 integrierten Schubladen mit drin. Also wie man es kennt von zu Hause. Und noch einem Apothekerauszug hier. Für viele Dinge des täglichen Gebrauchs. So, gehen wir mal nach hinten. Längsbetten mit viel Platz. Also Hubbett und Längsbetten. Dann große Waschgelegenheit. Das Ganze ist offen. Ist also hier nicht getrennt jetzt groß, sondern macht ein sehr, sehr offenes Raumgefühl. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, damit man es mal gut sehen kann. Also wenn ich jetzt hier reingehe, dann ist alles komplett offen. Es sei denn, ich mache hier die Badezimmerschrank zu und dann bin ich komplett vereinzelt. Das heißt, jetzt habe ich mein Raumbad mit Toilette auf der rechten Seite, Tedford, Kunststoff, aber sieht aus wie Keramik, eine ganz eigene Toilette. Habe ich so nicht so oft gesehen. Und einem ultra großen Spiegel. Da ist er. Großes Waschbecken wie zu Hause. Also auch so ein interessantes Material. Ganz samtweich. Und jede Menge Stauraum nochmal. Auch hier ist eine Tür. Die kann ich schließen. Kann die zumachen. Hier oben ist eine Entriegelung und kann dann diese Tür komplett verschließen, sodass ich dann mein Raumbad komplett geschlossen habe. Nochmal auf. Kleidet ganz gut. Also kommen wir nochmal zum Bett. Also schade mit dem Licht. Es tut mir leid. Irgendwie geht das Licht nicht mehr, aber ich habe mein Licht ja mal voll aufgedreht. Können wir es ein bisschen wärmer auch machen für euch. Sieht ein bisschen schöner aus. So. Das ist der Schlafbereich. Auch hier sind nochmal jede Menge Staufächer. Einmal oben drüber und unten drunter. Wo ich also hier mich mit Socken, Unterwäsche und so weiter bedienen kann. Und hier ist dann nochmal ein ganz großes Fach. Wenn ich da jetzt mal reinhalte, sehr tief, sehr groß.
Also das lässt keine Wünsche offen. Hier drunter auch nochmal der Zugang zu den Wassertanks und nochmal ein bisschen mehr Platz. Und auch hier ist ein Doppelbodenzugang zur, was ist das? Abwassertanks. Die Verrohrung, also Serviceklappen. Das Ganze zugänglich. Was ist hier? Nochmal Staufächer, also Kleiderschränke. Hier nochmal ein Riesenkleiderschrank. Und hier endlich mal sichtbar das große alte Ausgleichsgefäß, nicht verkleidet. Stark, was ist hier? Ah ja. Hier habe ich dann nochmal diese Touch-Dinger, bei denen ich jetzt mal echt rauskriegen muss, was das ist. Spannung. Den Schrank habe ich schon gezeigt. Ja, Dusche. Das ist die Sperre. Die kann man hier mal öffnen. Das ist die Dusche hier drin. Mit einer Tür aus Echtglas. Und einem Platz, ja, größer als in meinem. Das ist schon groß. Sehr angenehm. Und dann hier die Handtuchhalter und, was wir eben schon gesehen haben, die Toilette getrennt. Heißt, ich kann also komplett alleine auf die Toilette gehen. Also muss das nicht teilen mit dem Waschbecken oder irgendwas. Und wenn ich dann fertig bin, mache ich die Tür zu. So, und habe dann meine Ruhe auf der Toilette. Das ist das, was viele, glaube ich, wollen. So, da ist er. Jetzt mit etwas weniger Licht, aber der Elegance i910G von Bürstner fängt an bei 116.990 Euro. Länge sind 8,91 Meter und die Höhe 3,3 Meter. 5 Tonnen ist die Gesamtmasse zulässig. Und ja, wie hier steht, 170 PS, Multimedia-Paket und. Winterpaket mit drin, 147.830 Euro. Ja, ein ausgewachsener Riese. Aber sehr, sehr, sehr schick. Gefällt mir sehr gut. Das nächste Mal dann demnächst auch wieder mit Licht. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch allen. Und ich zeige nochmal gerade, wir sind beim Freistart. Und so sieht das Ganze aus am 14. Dezember 2020. Und hier steht der Bürstner Elegance i910G. Tschüss.